Schön, dass Sie dabei sind. Heute zeige ich Ihnen, wie Lena einen Montag voller Überraschungen erlebt. Hört gut zu, lernt neue Wörter und habt Spaß beim Deutschlernen. Los geht's! Lenas unvergesslicher Montag. Mein Name ist Lena und ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von München. Meine Familie ist nicht groß, es gibt nur mich, meine Mutter, meinen Vater und meinen kleinen Bruder Tim. Unser Haus liegt am Rande des Dorfes, direkt neben einem kleinen Wald. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, höre ich die Vögel zwitschern und sehe die Sonne durch die Bäume scheinen. Es klingt friedlich, oder? Aber montags fühlt sich alles anders an. Montagmorgen sind die schlimmsten. Warum? Weil es bedeutet, dass das Wochenende vorbei ist und die Schule beginnt. Meine Mutter weckt mich um 6 Uhr. Es ist noch dunkel draußen, und ich möchte nichts lieber, als mich wieder in meine warme Decke zu kuscheln und weiter zu schlafen. Lena, aufstehen. Es ist Zeit für die Schule, ruft sie von unten. Langsam öffne ich die Augen und strecke mich. Mein Zimmer ist noch ruhig, aber ich weiß, dass bald das Chaos beginnt. Tim, mein 8-jähriger kleiner Bruder, wird bald durch das Haus rennen, und meine Eltern werden ihn ermahnen, sich fertig zu machen. Der Montag ist heran, und mit ihm der übliche Stress. Bevor ich aus dem Bett aufstehe, höre ich ein leises Miauen. Milo, rufe ich leise. Milo ist unser kleiner, grauer Kater. Er springt aufs Bett und kuschelt sich an mich. Nur noch 5 Minuten, sage ich zu ihm, aber ich weiß, dass ich nicht länger warten kann. Nach ein paar Minuten zwinge ich mich endlich aus dem Bett und gehe ins Badezimmer. Mein Gesicht sieht verschlafen aus, meine Haare sind zerzaust. Ich wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser, um wach zu werden. Dann ziehe ich meine Schuluniform an, eine langweilige graue Hose und ein weißes Hemd. Nicht gerade modisch, denke ich, während ich in den Spiegel schaue. Unten in der Küche wartet das Frühstück auf mich. Meine Mutter hat ein paar Scheiben Toast und eine Schale Müsli vorbereitet. Guten Morgen, Lena, sagt sie lächelnd. Hast du gut geschlafen? Ich nicke nur und setze mich hin, um schnell zu essen. Ich habe keine Zeit zu verlieren, denn der Bus kommt um 7 Uhr, und ich muss noch meine Tasche packen. Tim, beeil dich, ruft mein Vater aus dem Flur. Tim läuft mit einem alten Rucksack auf dem Rücken an mir vorbei. Lena, hast du alles? Fragt meine Mutter. Ich nicke wieder, schnappe mir meine Tasche und renne zur Tür hinaus. Draußen ist es kühl, und ich ziehe meine Jacke enger um mich. Der Schulbus kommt in ein paar Minuten, und ich gehe schnell zur Haltestelle, die am Ende unserer Straße liegt. Als ich dort ankomme, sind schon ein paar andere Schüler da. Wir alle stehen schweigend da, noch halb im Schlaf. Der Bus kommt um die Ecke gefahren und hält mit einem quietschenden Geräusch an. Die Türen öffnen sich, und eine Menschenmenge strömt hinein. Es ist Montag, und der Bus ist immer überfüllt. Ich dränge mich nach vorne, um einen Platz zu ergattern, aber leider bin ich nicht schnell genug. Kein Sitzplatz mehr, denke ich enttäuscht und stehe in der Mitte des Busses, wo ich mich an einer Stange festhalten muss. Der Bus fährt los, und ich versuche, das Gleichgewicht zu halten. Plötzlich macht der Bus einen scharfen Stopp, und ich stolpere nach vorne. Ein paar Schüler lachen, und ich werde rot vor Scham. Was für ein Start in die Woche, murmele ich vor mich hin. Ich hasse es, im Bus zu stehen, besonders montags. Nach einer langen Fahrt kommen wir endlich an der Schule an.
Ich bin froh, aus dem überfüllten Bus herauszukommen und atme tief durch. Die Schule ist ein großes, altes Gebäude mit hohen Fenstern und dicken Mauern. Es sieht aus wie ein Schloss, aber ich weiß, dass darin keine Prinzen oder Prinzessinnen leben, sondern nur gestreste Schüler und Lehrer. Im Flur treffe ich auf meine beste Freundin, Julia. »Guten Morgen, Lena«, sagt sie fröhlich. »Wie war dein Wochenende?« Ich erzähle ihr von meinem ruhigen Wochenende, während wir zu unseren Schließfächern gehen. Wir haben beide Mathe als erste Stunde, mein absoluter Albtraum. Mathe am Montagmorgen fühlt sich an, als müsste man einen Berg erklimmen. Im Klassenzimmer angekommen, setze ich mich neben Julia und hole mein Mathebuch heraus. Unser Lehrer, Herr Schmidt, betritt den Raum. Er ist groß und hat eine tiefe Stimme, die das ganze Zimmer ausfüllt. »Guten Morgen, Klasse«, sagt er. »Heute beginnen wir mit etwas schweren Gleichungen.« Ein leises Stöhnen geht durch die Klasse. »Gleichungen am Montagmorgen? Ernsthaft?« Ich versuche, mich auf den Unterricht zu konzentrieren, aber mein Kopf fühlt sich schwer an. Die Zahlen und Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen, und ich kann kaum folgen. Julia stupst mich an und flüstert, »Hey, Lena, alles okay?« Ich nicke, aber in Wirklichkeit fühle ich mich völlig verloren. Plötzlich hören wir ein lautes Geräusch von draußen. Es klingt, als würde jemand schreiend durch den Flur rennen. Alle Köpfe drehen sich zur Tür, und dann sehen wir es, eine riesige Spinne, so groß wie meine Hand, krabbelt über den Boden. Panik bricht aus. Einige Schüler springen auf ihre Stühle, andere schreien, und Herr Schmidt versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. »Bleibt ruhig. Es ist nur eine Spinne«, ruft er. Aber niemand hört zu. Julia packt meine Hand, und wir springen gemeinsam auf unseren Tisch. Die Spinne bewegt sich schnell auf uns zu, und mein Herz schlägt schneller. »Das ist nicht normal«, flüstert Julia, und ich kann nur zustimmen. Dann passiert etwas Unerwartetes, die Tür geht auf, und Tim, mein kleiner Bruder, kommt hereingerannt. »Lena«, ruft er. »Ich habe meinen Rucksack vergessen. Hast du ihn gesehen?« Ich starre ihn an. »Tim, das ist nicht der richtige Moment«, rufe ich zurück. Aber Tim, der die große Spinne sieht, bleibt kurz stehen, dann rennt er aufgeregt zum hinteren Teil des Raumes. Dort greift er sich einen leeren Plastikbecher von einem der Tische und stülpt ihn schnell über die Spinne. Alle halten den Atem an, während Tim vorsichtig ein Blatt Papier unter den Becher schiebt und die Spinne vom Boden hebt. »Keine Sorge, ich hab das«, sagt er und trägt den Becher vorsichtig zur Tür. Alle schauen ihm mit offenem Mund nach, als er die Spinne vorsichtig nach draußen bringt. Der Klassenraum ist still, bis Herr Schmidt endlich sagt, »Danke, Tim.« Julia und ich setzen uns wieder auf unsere Stühle und atmen erleichtert auf. »Dein Bruder ist mutiger als ich«, flüstert Julia, und ich kann nur lachen. Nachdem die Aufregung sich gelegt hat, geht der Matheunterricht weiter. Diesmal kann ich mich besser konzentrieren, auch wenn mein Kopf immer noch ein wenig benommen ist. Nach der Stunde gehen Julia und ich zum Pausenhof, um uns zu entspannen. Die Sonne scheint inzwischen, und die Luft ist frisch und kühl. Wir setzen uns auf eine Bank und genießen die Pause. »Kannst du glauben, was gerade passiert ist?«, fragt Julia und lacht. »Dein Bruder ist ein kleiner Held.« Ich lache mit und nicke. Ja, wer hätte das gedacht? Normalerweise hat er Angst vor Spinnen und hat sogar seinen Rucksack vergessen.
Aber heute war er ein echter Held. Wir lachen noch mehr, und ich fühle mich viel besser. Vielleicht ist dieser Montag doch nicht so schlecht. Die restlichen Stunden verlaufen ohne weitere Zwischenfälle, und bald ist es Zeit für den Sportunterricht. Ich mag Sport, aber montags bin ich oft zu müde. Heute habe ich jedoch das Gefühl, dass ich es schaffen kann. Wir spielen Basketball, und obwohl ich nicht besonders gut bin, habe ich Spaß. Mein Sportlehrer, Herr Meier, ermutigt uns alle, unser Bestes zu geben. Komm schon, Lena, du kannst das, ruft er, und ich gebe mir Mühe. Nach dem Sportunterricht bin ich erschöpft, aber glücklich. Es ist ein gutes Gefühl, sich bewegt zu haben, und ich freue mich darauf, nach Hause zu gehen. Als die Schulglocke endlich läutet, packe ich schnell meine Sachen und treffe Julia am Schultor. Wollen wir zusammen nach Hause gehen, fragt sie. Ich nicke und wir machen uns auf den Weg. Auf dem Weg nach Hause reden wir über den Tag und lachen über die lustigen Momente. Es ist erstaunlich, wie sich der Tag gewendet hat von einem müden, trüben Montagmorgen zu einem Tag voller Überraschungen und Lachen. Als wir an meiner Haustür ankommen, verabschiede ich mich von Julia und gehe ins Haus. Zu Hause erwartet mich meine Mutter mit einem Lächeln. Wie war dein Tag, Lena? Fragt sie. Ich erzähle ihr von der riesigen Spinne, Tims Heldentat und dem Basketballspiel. Sie lacht und sagt, siehst du, manchmal können selbst die schlimmsten Tage gut enden. Ich nicke und gehe in mein Zimmer. Während ich meine Hausaufgaben mache, denke ich darüber nach, wie sich der Tag entwickelt hat. Es war nicht der beste Montag aller Zeiten, aber es war definitiv einer, den ich nicht vergessen werde. Und vielleicht sind montags gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Mein kleiner Bruder hat mir heute eine wichtige Lektion erteilt. Mut kann überall und bei jedem entstehen, auch wenn es unerwartet ist. Als ich ins Bett gehe, denke ich an die Worte meiner Mutter. Nach Montag wird die Woche besser. Vielleicht hat sie recht. Und mit diesem Gedanken schlafe ich ein, bereit für den nächsten Tag und die nächsten Abenteuer, die er bringen mag. Montags mögen schwer sein, aber sie bringen oft die besten Geschichten mit sich. Dieser Abschnitt wurde hinzugefügt, um Ihr Sprachenlernen zu beschleunigen. Wenn Sie die Sätze zweimal hören und nachsprechen, verstehen Sie die Wörter und Sätze besser. Lena, aufstehen. Es ist Zeit für die Schule. Es ist schon 6 Uhr. Lena, aufstehen. Es ist Zeit für die Schule. Es ist schon 6 Uhr. Nur noch 5 Minuten, bitte. Nur noch 5 Minuten, bitte. Lena, wirklich, du musst jetzt aufstehen. Der Bus wartet nicht. Und du weißt, wie voll er immer ist. Lena, wirklich, du musst jetzt aufstehen. Der Bus wartet nicht. Und du weißt, wie voll er immer ist. Lena, hast du meinen Rucksack gesehen? Ich finde ihn nirgends. Lena, hast du meinen Rucksack gesehen? Ich finde ihn nirgends. Tim, du musst dich beeilen. Wir kommen sonst zu spät. Tim, du musst dich beeilen. Wir kommen sonst zu spät.
Keine Ahnung, Tim. Frag doch Mama, ich bin gerade erst aufgestanden. Keine Ahnung, Tim. Frag doch Mama, ich bin gerade erst aufgestanden. Tim, dein Rucksack ist doch im Wohnzimmer, genau da, wo du ihn gestern gelassen hast. Tim, dein Rucksack ist doch im Wohnzimmer, genau da, wo du ihn gestern gelassen hast. Lena, komm jetzt runter, dein Frühstück wird kalt. Lena, komm jetzt runter, dein Frühstück wird kalt. Ja, ja, ich komme. Ja, ja, ich komme. Grau und weiß. Wirklich nicht mein Stil. Aber was soll's? Grau und weiß. Wirklich nicht mein Stil. Aber was soll's? Guten Morgen, Lena. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen, Lena. Hast du gut geschlafen? Na ja, könnte besser sein. Montag eben. Na ja, könnte besser sein. Montag eben. Ja, Montag ist nie einfach. Aber du wirst den Tag schon überstehen. Ja, Montag ist nie einfach. Aber du wirst den Tag schon überstehen. Und vergiss nicht, nach der Schule gibt es dein Lieblingsessen. Und vergiss nicht, nach der Schule gibt es dein Lieblingsessen. Tim, hast du deinen Rucksack? Beeil dich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Tim, hast du deinen Rucksack? Beeil dich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, Papa, ich hab ihn. Ich bin bereit. Ja, Papa, ich hab ihn. Ich bin bereit. Lena, hast du alles? Lena, hast du alles? Ja, Mama, alles dabei. Ich muss los, sonst verpasse ich den Bus. Ja, Mama, alles dabei. Ich muss los, sonst verpasse ich den Bus. Pass auf dich auf, Schatz. Der Bus kommt gleich. Pass auf dich auf, Schatz. Der Bus kommt gleich. Es ist echt kühl heute Morgen. Warum muss es ausgerechnet montags so kalt sein? Es ist echt kühl heute Morgen. Warum muss es ausgerechnet montags so kalt sein? Lena, komm schon, du bist so langsam. Lena, komm schon, du bist so langsam. Wenn du mal in meinem Alter bist, wirst du verstehen, warum man montags nicht so schnell ist. Wenn du mal in meinem Alter bist, wirst du verstehen, warum man montags nicht so schnell ist.
Du bist doch erst 15, Lena. Du bist doch erst 15, Lena. Glaub mir, es fühlt sich manchmal an wie 30, besonders an Montagen. Glaub mir, es fühlt sich manchmal an wie 30, besonders an Montagen. Schon wieder alle hier, noch halb im Schlaf. Typisch Montag. Schon wieder alle hier, noch halb im Schlaf. Typisch Montag. Ich brauche unbedingt einen Sitzplatz heute. Montag und Stehen ist die schlimmste Kombination. Ich brauche unbedingt einen Sitzplatz heute. Montag und Stehen ist die schlimmste Kombination. Kein Sitzplatz mehr. Na toll. Jetzt muss ich in der Mitte stehen und mich an dieser kalten Stange festhalten. Kein Sitzplatz mehr. Na toll. Jetzt muss ich in der Mitte stehen und mich an dieser kalten Stange festhalten. Hahaha, pass auf, Lena. Hahaha, pass auf, Lena. Was für ein Start in die Woche. Ich hasse es, im Bus zu stehen, besonders montags. Was für ein Start in die Woche. Ich hasse es, im Bus zu stehen, besonders montags. Noch eine lange Fahrt vor mir, einfach durchhalten. Noch eine lange Fahrt vor mir, einfach durchhalten. Endlich draußen. Das war die reinste Tortur. Endlich draußen. Das war die reinste Tortur. Guten Morgen, Lena. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Lena. Wie war dein Wochenende? Es war ruhig, aber ehrlich gesagt zu kurz. Und jetzt? Mathe als erste Stunde. Ein Albtraum. Es war ruhig, aber ehrlich gesagt zu kurz. Und jetzt? Mathe als erste Stunde. Ein Albtraum. Ja, Gleichungen am Montagmorgen sind echt grausam. Ja, Gleichungen am Montagmorgen sind echt grausam. Guten Morgen, Klasse. Heute beginnen wir mit etwas anspruchsvollem Gleichungen. Guten Morgen, Klasse. Heute beginnen wir mit etwas anspruchsvollem Gleichungen. Ich kann mich kaum konzentrieren. Mein Kopf ist so schwer. Ich kann mich kaum konzentrieren. Mein Kopf ist so schwer. Geht's dir gut? Du siehst wirklich müde aus. Geht's dir gut? Du siehst wirklich müde aus. Ja, es ist nur Montag, weißt du.
Ja, es ist nur Montag, weißt du. Was war das? Was war das? Ah, eine riesige Spinne. Ah, eine riesige Spinne. Bleibt ruhig. Es ist nur eine Spinne. Bleibt ruhig. Es ist nur eine Spinne. Lena, was sollen wir tun? Diese Spinne ist riesig. Lena, was sollen wir tun? Diese Spinne ist riesig. Das ist nicht normal. Sie kommt direkt auf uns zu. Das ist nicht normal. Sie kommt direkt auf uns zu. Lena, ich hab meinen Rucksack vergessen. Hast du ihn gesehen? Lena, ich hab meinen Rucksack vergessen. Hast du ihn gesehen? Tim, jetzt ist wirklich nicht der richtige Moment dafür. Tim, jetzt ist wirklich nicht der richtige Moment dafür. Oh, okay, keine Panik. Ich regle das. Oh, okay, keine Panik. Ich regle das. So, alles unter Kontrolle. So, alles unter Kontrolle. Danke, Tim. Das war sehr mutig von dir. Danke, Tim. Das war sehr mutig von dir. Tim, du bist unglaublich. Du hast die Situation echt gerettet. Tim, du bist unglaublich. Du hast die Situation echt gerettet. Dein Bruder ist mutiger als ich. Das hätte ich nie getan. Dein Bruder ist mutiger als ich. Das hätte ich nie getan. Ich auch nicht. Er überrascht mich immer wieder. Ich auch nicht. Er überrascht mich immer wieder. Kannst du glauben, was heute passiert ist? Dein Bruder, ein kleiner Held. Kannst du glauben, was heute passiert ist? Dein Bruder, ein kleiner Held. Ja, das war echt unerwartet. Normalerweise hat er Angst vor Spinnen, und heute. Wow. Ja, das war echt unerwartet. Normalerweise hat er Angst vor Spinnen, und heute. Wow. Vielleicht sind Montage gar nicht so schlimm. Oder zumindest nicht, wenn man Tim dabei hat. Vielleicht sind Montage gar nicht so schlimm. Oder zumindest nicht, wenn man Tim dabei hat. Vielleicht hast du recht. Heute war er wirklich der Held des Tages. Vielleicht hast du recht.
Heute war er wirklich der Held des Tages. Komm schon, Lena. Du kannst das. Ein paar Körbe werfen und der Tag wird besser. Komm schon, Lena. Du kannst das. Ein paar Körbe werfen und der Tag wird besser. Ich schaff das. Ich hab's fast. Ich schaff das. Ich hab's fast. Wollen wir zusammen nach Hause gehen? Ich hab so viel zu erzählen. Wollen wir zusammen nach Hause gehen? Ich hab so viel zu erzählen. Klar, ich bin gespannt. Klar, ich bin gespannt. Also dann, bis morgen. Lass uns schauen, was der Dienstag bringt. Also dann, bis morgen. Lass uns schauen, was der Dienstag bringt. Ja, bis morgen. Danke für heute. Ja, bis morgen. Danke für heute. Wie war dein Tag, Lena? Wie war dein Tag, Lena? Du wirst es nicht glauben, aber Tim hat heute die ganze Klasse gerettet. Da war eine riesige Spinne. Du wirst es nicht glauben, aber Tim hat heute die ganze Klasse gerettet. Da war eine riesige Spinne. Das klingt ja unglaublich. Siehst du, selbst die schlimmsten Tage können gut enden. Das klingt ja unglaublich. Siehst du, selbst die schlimmsten Tage können gut enden. Ja. Vielleicht sind Montage gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Ja. Vielleicht sind Montage gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Du wirst sehen, nach Montag wird die Woche besser. Du wirst sehen, nach Montag wird die Woche besser. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht hast du recht. Es war nicht der beste Montag, aber definitiv einer, den ich nicht vergessen werde. Es war nicht der beste Montag, aber definitiv einer, den ich nicht vergessen werde. Nach Montag wird die Woche besser. Nach Montag wird die Woche besser. Vielleicht bringt der Dienstag ja auch seine eigenen Abenteuer. Vielleicht bringt der Dienstag ja auch seine eigenen Abenteuer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.